Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder mal ein kleines Nähprojekt für euch und zwar habe ich immer wieder als Vorschlag so ein Utensilo mit einem Schiebekanal gekriegt, aber ich nähe halt einfach nicht so gerne Reißverschlüsse und deshalb wollte ich euch das heute mal zeigen, wie ihr das auch mit Druckknöpfen machen könnt und mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Utensilo mit einem Schiebetunnel. Ich habe die schon ein paar Mal gesehen, es wurde mir immer wieder vorgeschlagen bei meinen Videos und ich mag halt einfach nicht so sehr Reißverschlüsse zu nähen und dachte mir so, da müsste es ja eigentlich auch eine Variante geben mit Druckknöpfen und genau das habe ich gemacht. Das heißt, wir haben hier anstatt einen Reißverschluss eingenäht, haben wir Druckknöpfe drauf. So, ich habe jetzt hier schon eins befüllt, damit ihr seht, wie das aussieht. Das ist jetzt geschlossen, da kommt auch nichts raus. Und dann könnt ihr das aufmachen, dann an diesen beiden Laschen auf der Seite runterziehen und schon sind hier die Stifte, die gucken da so ein bisschen, wenn das auf dem Tisch steht, so ein bisschen raus. Da könnt ihr die wunderbar rausnehmen. Da steht auch super von alleine, fällt nicht um, Stift rausnehmen, arbeiten, wieder reinmachen. Und wenn ihr fertig seid, einfach Tunnel wieder hoch und zumachen. Und wie ihr dieses Utensilo mit diesem Schiebetunnel machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Für dieses Utensilo mit dem Schiebetunnel braucht ihr Folgendes. Erstmal zu den Stoffen und zu der Flieseline. Hier habe ich zwei kleine Stücke. Ich habe den gleichen Stoff genommen wie das Innenfutter. Das sind 5 cm x 7 cm, das zweimal. Dann brauchen wir Flieseline, um den unteren Teil hier zu verstärken. Da habe ich 4 mal 14,5 x 16 cm genommen. Warum 4? Ich habe keine Stärke, ich habe eine 250er und da werde ich effektiv 2 übereinander aufbringen, damit das wirklich stark genug ist. Wenn ihr da stärkere habt, dann braucht ihr nur 2 Stück. Dann brauchen wir 4 Stück. 18 cm x 25 cm, da habe ich je 2 Stück und zwar 2 für den Innenstoff und 2 für den Außenstoff, das heißt diesen unteren Bereich und innen drinne. Und die werden wir noch speziell zuschneiden. Ich habe mir extra eine Schablone gemacht, ich rate euch das auch an, wenn ihr die dann öfters machen wollt. Aber ich zeige euch, wie ihr die dann zurechtschneidet. Dann brauchen wir für diesen Tunnel hier, da habe ich einerseits hier einen Canvas-Stoff genommen, der ist schon robust. Der ist 22 cm x 34 cm. Und den werde ich aber trotzdem noch verstärken, damit ich da wirklich einen stabilen Kanal oder Tunnel habe. Und das mache ich auch mit dieser Flieseline. Da habe ich 20 cm x 32 cm. Das ist das, was wir an Stoffen brauchen. Dann zugeschnitten habe ich das Ganze mit dem Schneidelineal und dem Rollschneider. Wir brauchen noch eine Schere. Dann, um die Ecken rauszudrücken, nehme ich jeweils so ein China-Stäbchen. Wir brauchen die Nähclips oder die Wonderknips. Und ich habe auch noch Nadeln. Das sind Sachen, also wenn ihr die Wonderclips nicht habt, ihr könnt natürlich immer auch mit Nadeln arbeiten. Also per se arbeite ich gerne mit diesen Clips und es ist auch so in diesem Canvas-Stoff, wenn ihr da Nadeln reinmacht, das gibt so Löcher und die sieht man dann, also nur so zum Sagen. Ich finde, das ist eine Anschaffung, die sich auf jeden Fall lohnt. Dann brauchen wir Faden. Ich nehme hier einen dunkelgrauen.
Dann brauchen wir irgendeinen spitzen Gegenstand, um ein Loch reinzumachen, und zwar für diese Druckknöpfe. Und dann brauchen wir noch etwas zum Anzeichnen. Das ist, um diese ganze Basis zu machen. Was ich noch gemacht habe, ich habe noch einen Spruch drauf gebracht und deshalb habe ich den schon mit Flexfolie ausgeplottet und auch schon mit dem Entgitterungstool entgittert. Und um das aufzubringen, brauche ich dann noch meine Cricut Mini Heat Press. Und natürlich die Hitzematte. Und was wir auch noch brauchen, ist logischerweise die Nähmaschine. Jetzt als allererstes werde ich hier kurz die Flieseline aufbringen, das heißt auf diesem großen Stück das große Teil Flieseline und bei den beiden kleineren Stücken, und das hier ist eben der Stoff, den ich außen verwende. Und da müsst ihr die Flieseline nur im unteren Bereich aufbringen. Das heißt, wenn ihr die Maße nehmt, die ich euch gegeben habe, dann könnt ihr die so hinlegen, dass ihr überall 1 cm Abstand habt hier unten. Das auf beiden Stücken, und ich mache es eben so, weil ich nur diese 250er habe, dass ich das einmal mache und dann auch gleich ein zweites Mal noch die drüber aufbügele. Das ist so eine Flieseline, die hier Klebestoff drauf hat, von dem her denkt dran, wenn ihr die aufbügelt, diese glänzige Seite, die muss unten auf dem Stoff liegen, damit euch das dann nicht am Bügeleisen aufklebt. Und das mache ich jetzt kurz und bin gleich zurück. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann nehmt ihr diese beiden Stücke, weil die müssen wir jetzt noch weiter bearbeiten. Und zwar wie folgt. Wie gesagt, ich habe mir hier eine Schablone gemacht und ich würde euch das auch anraten. Das heißt, ich habe ein Stück zum Zuschneiden jeweils, was ich eben auf diese 18 cm x 25 cm geschnitten habe. Das zweimal gemacht und dann hier einfach aus dem einen eine Schablone gemacht. Und da müsst ihr Folgendes schneiden. A, ihr braucht hier unten Ecken. Und zwar sind das in der Höhe 3 cm und in der Breite 4 cm. Und das auf beiden Seiten. Das heißt hier hoch 3 cm, in der Breite 4 cm. Das sind 2 Ecken. Dann geht ihr hier 1 cm rein auf diese Linie, die ihr euch angezeichnet habt, und geht von hier in diese obere Ecke mit dem Lineal und zeichnet hier diese Linie an. Und dasselbe auf der Seite. 1 cm rein und dann hoch in die Ecke und hier diese Linie anzeichnen. Und der letzte Schritt ist noch, dass ihr hier ab dieser Linie, die ihr reingezeichnet habt, 2 mm runter geht und dann von diesem Punkt in diese Ecke geht. Das heißt hier von dieser Linie hier 2 mm runter und von dem Punkt hier in die Ecke eine Linie. Dasselbe auf der Seite 2 mm runter und von diesem Punkt wieder hoch in diese Ecke. Dann habt ihr hier so ein Element. Das heißt, es ist auf den Seiten ein bisschen angeschrägt und hier geht es so ein bisschen schief nach unten. Das ist das, was ihr braucht, und das könnt ihr dann als Schablone verwenden, um die 4 Stücke noch weiter zuzuschneiden. Das heißt, ich lege mir die jetzt hier jeweils auf die Stücke, zeichne mir das an und dann schneide ich das. I try to figure out who I am. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. Until I met you I was feeling lost. But you're the one who can make it go away. All you have to do. Dann sollten die 4 Stücke so aussehen.
Ich habe das jetzt die Seiten auch mit der Schere geschnitten, um euch das kurz zu zeigen. Bei den anderen 4 Stücken mache ich das kurz mit dem Rollschneider, weil das geht ein bisschen präziser und schneller vor allem. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one who saves me. When I try, but don't succeed. Wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr jetzt 4 solche Stücke haben und dann nehmt ihr jetzt jeweils eine Innenseite und eine Außenseite und legt die rechts auf rechts aufeinander und macht die hier oben fest. Like you're the one who saves me, the one who saves me. Was wir jetzt machen, ist, wir nähen jetzt hier oben mit einem Zentimeter Nahtzugabe hier einmal rüber und das auch bei dem Stück und am Anfang und am Ende das Verriegeln nicht vergessen. Und damit dann die Naht auch schön liegt, könnt ihr die Nahtzugabe kurz noch auseinanderbügeln. Was ihr auch gleich machen könnt, wir haben das jetzt eigentlich gebügelt, einfach damit die Naht schön ist, aber per se kommt diese Nahtzugabe, muss gegen den Außenstoff gucken. Das heißt, da wo ihr die Verstärkung habt, in die Richtung bügelt ihr jetzt diese Nahtzugabe. Als nächstes legt ihr diese beiden Stoffe aufeinander. Das heißt hier, das ist mein Innenstoff und hier mein Außenstoff, rechts auf rechts. Und da guckt ihr einfach, dass eben diese Nähte schön aufeinander liegen. Und eben diese Nahtzugabe nach oben guckt. Das mache ich jetzt kurz fest hier. Und das auch auf der anderen Seite. Und beim Innenstoff braucht ihr effektiv noch eine Wendeöffnung. Je nachdem, wie stabil euer Material hier ist, würde ich schon, also ich mache bei mir hier 10 cm. Und jetzt nähe ich effektiv ringsherum. Das heißt, ich starte hier, verriegeln, gehe hier runter. Dann dasselbe hier, da starte ich hier oben, verriegeln, gehe runter bis hier, verriegeln. Das dann auf der anderen Seite, da könnt ihr komplett durch, am Anfang verriegeln, am Schluss verriegeln und dann hier noch am Anfang verriegeln, am Schluss verriegeln und auf der Seite am Anfang verriegeln und am Schluss verriegeln. Und das näht ihr mit einem Zentimeter Nahtzugabe. Was ich vergessen habe zu sagen, ich nähe jeweils mit einer Einstellung von 2,5 den Gradstrich, damit das ist quasi so ein Standard, deshalb sage ich das nicht jedes Mal wieder, aber wenn ich nichts sage, dann sind es bei mir 2,5. So, und das nähe ich jetzt kurz. Give you my everything. It's not much, but it's all I have.
You know we could run to a place where we belong, but I need you there with me to go on. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who saves me. And when I try, I don't succeed. Yeah, it feels like you're the one who saves me, the one who saves me. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das so aussehen. Und jetzt müssen wir uns noch um die Ecken kümmern. Um die Ecken zu nähen, zieht ihr den Stoff so auseinander. Guckt, dass die Nahtzugaben auch auseinander liegen. Und dass die Naht quasi hier schön aufeinander liegt, wenn ihr das macht. Das heißt, ihr zieht den Stoff hier wirklich schön auseinander. Und guckt, dass diese Linie schön aufeinander liegt und so quasi auch weitergeht. Ihr spürt es hier auch, ob diese beiden Linien aufeinander liegen, und so macht ihr das kurz fest. Weil die nähen wir jetzt mit 1 Zentimeter Nahtzugabe ab. Am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen, und das eben mit allen 4 Ecken. Bei dem Stoff, der verstärkt ist, geht es ein bisschen einfacher. Beim anderen mache ich es jeweils so, dass ich einfach mir kurz diese Nahtzugabe auf den Tisch lege und die mit den Fingernägeln quasi so ein bisschen auseinander streiche. Dann geht es dann auch so ein bisschen einfacher. So. Und wie gesagt, wenn ihr die dann alle auseinandergezogen habt, dann geht ihr an die Nähmaschine und näht hier einfach mit 1 Zentimeter Nahtzugabe hier drüber. Am Anfang und am Ende verriegeln nicht vergessen und einfach gucken, dass diese Nahtzugabe hier schön auseinander liegt. Was ich jeweils mache, das habt ihr vielleicht auch hier gesehen, hier gehe ich jeweils 2-mal drüber. Das heißt, ich fange hier an, wenn ich hier bin, gehe ich drüber, nochmal zurück und nochmal vor. Das mache ich einfach, um die Ecken so ein bisschen zu verstärken. Und das machen wir jetzt auch. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried. Will you come with me, mon cher? So let us just do my love. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr das Ganze durch die Wendeöffnung hindurch wenden. Und da hilft jetzt eben das China-Stäbchen. Da könnt ihr reingehen, das Ganze ein bisschen hochdrücken und auch gleich die Ecken rausdrücken. Und dann habt ihr hier eine Wendeöffnung. Da legt ihr einfach den Stoff so rein, damit die Naht hier schön weitergeht, quasi von da, wo ihr aufgehört habt. Macht das kurz fest.
Und die könnt ihr jetzt knappkantig mit der Nähmaschine kurz abnähen, am Anfang und am Ende auch hier kurz verriegeln. It's not that you're timid. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr hier die Innentasche auch reinstülpen. One could say, choosing to walk with the gale. Und ihr seht, was ihr jetzt quasi habt, ist ein langes Utensilo. Wenn ihr auch einen Spruch draufbringen wollt, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, weil jetzt kommt ihr am besten noch dran, bevor dieser Ring drauf ist. Und da gucke ich einfach drauf, ne, dieser Ring ist 10 cm breit, das heißt, ich gehe hier 10 cm rein und lege den Spruch so quasi knapp da dran und mittig drauf. Die Cricut Mini stelle ich auf eine 2 ein für meine Flexfolie. Wenn sie dann genügend warm ist, wird das Ganze grün und dann könnt ihr hier so drauf und circa 30 Sekunden. Geht da jeweils so ein bisschen hin und her. What shall we call us? Hobos per se. Und dann könnt ihr diese Folie auch abziehen und schon ist das Ding drauf. Wunderbar. Die Cricut brauche ich schon nicht mehr. Die kann ich ausmachen. Was ich jetzt als nächstes noch mache, ist diese Tunnel vorbereiten. Das sind so diese Laschen, an denen man das Ganze runterzieht. Und da nehme ich diese beiden Stücke und falte sie erstmal in der Mitte. We'll find that out on the way. Und dann nehme ich davon auch wieder die Mitte. Das heißt, ich lege die hier an diese Mittellinie an. Und bügle das so noch kurz. Do my love and not stop thinking of this over. Let us just Und was ich dann mache, ist, ich halbiere die noch und lege die so aufeinander. my love and see where this road will take us now. Dann haben wir hier unsere kleinen Laschen, um das Ganze herunterzuziehen. Als nächstes kümmern wir uns um diesen Tunnel und da mache ich kurz etwas zum Vorbereiten. Wir werden nachher diesen Überstand von 1 cm reinlegen auf beiden langen Seiten und deshalb bereite ich das schon ein bisschen vor und streiche das hier einfach mit dem Nagel so ein bisschen fest. Ihr könnt auch, wenn ihr einen anderen Stoff als Canvasstoff habt, könnt ihr da auch kurz mit dem Bügeleisen drüber, einfach, dass das mal schon so ein bisschen vorgefaltet ist. Das geht dann am Schluss einfacher. Und was wir jetzt machen müssen, ist die rechte Seite auf die rechte Seite, das Zusammenlegen oder Zusammenstecken, besser gesagt. Und da näht ihr jetzt einmal entlang mit 1 cm Abstand am Anfang und am Ende verriegeln, nicht vergessen. Wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr jetzt hier diesen Ring und da könnt ihr auch die Nahtzugabe auseinanderstreichen. Bei dem Stoff geht es jetzt relativ einfach oder ihr könnt es auch auseinander bügeln. Und jetzt wird es ein bisschen friemelig, weil wir müssen jetzt quasi die beiden Seiten aufeinander schlagen.
Das heißt, ich mache das jeweils ungefähr und dann gucke ich einfach, dass hier die Nahtzugabe aufeinander liegt und beide Nahtzugaben auseinander liegen auch, und zwar durchgängig. Und dann klippe ich mir das hier auf der einen Seite fest. Und dann weiß ich auch, okay, das hier ist die Hälfte und dann kann ich das noch weiter zurechtziehen. Da gucke ich jeweils, wo ist die Hälfte, die ist hier drüben. Da markiere ich mir das ganz außen an der Kante kurz ein bisschen. Und gucke, dass die wirklich schön aufeinander liegen. Ich habe das jetzt hier unten kurz festgemacht, damit das wirklich nicht mehr verrutscht. Und was wir jetzt machen müssen, ist diesen 1 cm, den wir schon vorbereitet hatten, reinlegen. Ich mache das jeweils so, dass ich das zuerst auf einer Seite mache und das schon mal feststecke. Cautious side, I know the wind that I stir is a gale. Und dann mache ich das auch noch mit der Innenseite. Und stecke die dann gleich aufeinander. So let us just do my love and not stop thinking of this over. So, und dann müssen da auch noch unsere Laschen rein. Das heißt, da wo die Öffnung ist, das nehme ich so und stecke das hier auf der einen Seite, da wo die Naht ist, hinein zwischen die beiden Lagen. Da könnt ihr gucken, wie fest ihr oder wie weit es rausgucken soll. Sollte einfach möglichst gleichmäßig und gerade sein. Dann stecke ich das wieder fest. Und dann macht ihr dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite. Auch wieder Öffnung nach unten rein und das zwischen die Lagen reinschieben. Und da einfach drauf gucken, dass die Lasche gleich weit nach draußen guckt, wie auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr das auch wieder feststecken. Was wir jetzt machen ist, wir nähen hier unten, wo die Laschen sind, das nähen wir einmal knappkantig durch. Also ihr seht hier knappkantig, ich bin hier wirklich schön dem Rand entlang gegangen. Das heißt, ich habe mich mit dem Nähfuß, also hier ist die Kante des Nähfußes und ich habe die Nadel nach rechts ausgerichtet und so habe ich hier ein schönes gleichmäßiges Resultat hinbekommen. Und ich mache das jeweils so, wenn man die Naht sieht, dass ich fange hier an, ohne zu verriegeln, nähe einmal durch und gucke, dass ich hier einfach nochmal über die Naht nähe und verriegle hier nur ein kleines Stückchen. Und ja, das machen wir jetzt auch kurz. So let us just do my love and not stop thinking of this over. Let's just do my love and see where it goes. So let us just do my love and not stop thinking of this over.
Ihr habt es vielleicht gesehen, da wo ich über die Lasche drüber bin, weil da sind schon sehr viele Lagen Stoff, da bin ich effektiv, da habe ich mit dem Handrad gedreht. Ansonsten, ja, ganz einfach eine gerade Naht. So, und jetzt stülpen wir das Ganze aufeinander. Und zwar ist das hier unten, da gehe ich jetzt einfach hoch, bis ich quasi den Rand erreicht habe, und dann gucke ich hier, dass auch wieder Naht auf Naht aufeinander liegt. Mache das fest. Selber natürlich auch auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr da auch noch den Rest gut verteilen. Es geht am einfachsten, wenn ihr da jeweils so ein bisschen dran zieht. Und was wir jetzt machen, ist auch wieder hier knappkantig das zusammennähen. Und auch hier mache ich es wieder so auf derselben Seite, dass ich hier anfange und am Schluss dann einfach nochmal auf dieselbe Höhe gehe. Und auch hier werde ich wieder knappkantig nähen. Hier wirklich vorsichtig nähen und langsam nähen, weil es sind sehr viele Lagen Stoff, auch mit diesem dicken Material hier. Näht langsam, und wenn ihr gerade so auf diese Naht hier kommt, dass ihr da wirklich mit dem Rad quasi von Hand da weiter dreht. Everyone wants to be swept off their feet, overwhelmed and swooned. It's romanticized, idealized. Nothing has been more crooned, but your playful heart has got me in trouble now. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt noch die Druckknöpfe drauf. Dazu lege ich das einfach hier in der Hälfte aufeinander. Und dann messe ich einerseits 1,5 cm hier vom oberen Rand und gucke, dass ich da schön mittig liege. Und dann bringe ich die Knöpfe hier so ein bisschen gleichmäßig an. Ich werde das hier bei einer 3 machen, auf beiden Seiten. Dann mache ich mir einfach eine Markierung. Und jetzt nehme ich dieses spitze Tool und gehe da durch alle Stoffe hindurch. It's a bind. So. Ich habe auf meiner Zange schon die Elemente, die ich für diese Druckknöpfe brauche. Und jetzt geht es einfach darum, einerseits so einen Tellerknopf von oben hineinzustoßen. Und schiebe ich den Stoff so ein bisschen nach hinten. Dann nehme ich hier einen, der so mit diesem Tunnel, der Tunnel, der muss nach außen gucken. Und dann mit der Zange das Teller hier, das Weiße geht nach außen und der Rest nach innen. Und da mit Schmackes draufdrücken. Voilà. Dann auch noch auf der anderen Seite. Auch wieder das mit diesem Tunnel. Somit ist auch der zweite drauf und dann von der anderen Seite dasselbe.
Aber hier kommen jetzt diese Elemente drauf. Da habt ihr auf der einen Seite sind solche Streifen, die kommen nach innen. I wanna be I knew from the start. Und jetzt habt ihr hier wunderbar Druckknöpfe drauf. Und das könnt ihr dann auch öffnen. Das heißt, die halten auch wirklich gut. Jetzt füllen wir da kurz was rein, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Arsenal an Stiften reingepackt. Das heißt, dann könnt ihr das auch machen. Dann an diesen Laschen runterziehen. Und dann habt ihr wunderbar den Zugriff auf eure Stifte und könnt es so auf den Tisch stellen. Das steht dann auch von alleine. Und wenn ihr fertig seid mit Arbeiten, einfach wieder hoch und zumachen. So einfach habt ihr ein Utensilo mit einem Schiebetunnel gemacht. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzunähen. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!